Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdada min lisani yafqahu qawli. Heute kommen wir zur Biografie von Imam Shafi'i und wir haben davor die Biografie von Imam Maliki und Abu Hanifa besprochen und eine Einleitung in den Fiqh, in die Rechtswissenschaften gemacht. Deswegen schaut auch gerne die anderen Videos und auf YouTube sind sie schön in einer Playlist zusammengefasst. Nun kommen wir zur Biografie. Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, geboren 150 nach Hijra in Gaza, gestorben 204 nach Hijra in Ägypten. Seine Abstammung trifft sich mit der Abstammung des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei diesem Urgroßvater Abd Manaf. Und er lernte bei den Leuten von Mekka, Medina, Bagdad, Jemen und er lernte auch bei Imam Malik. Und da sieht man wieder, wie sie zusammengeflochten sind, die Rechtsschulen. Arabi ibn Suleiman sagte, dass Shafi'i den Koran im Monat Ramadan 60 Mal gelesen hat. Stellt euch das vor. Er hat im Monat Ramadan den Koran 60 Mal gelesen, während wir uns schwer tun, ihn einmal zu lesen. Möge Allah uns Erleichterung geben. Al-Hussein al-Karibisi sagte, Shafi'i betete 1/3 der Nacht und las dabei nie mehr als 50 Ayat, also Verse. Also er wiederholte pro Nacht immer dieselben 50 Verse, um über den Koran nachzudenken. Und er machte dies jeden Tag und jede Nacht sozusagen, nahm er 50 andere Verse und wiederholte diese immer und immer wieder, um über den Koran nachzudenken. Und wenn ein Vers mit Gnaden Allahs kam, bat er Allah um diese Gnaden, und wenn ein Vers mit Strafe kam, bat er um Schutz davor. Arabi ibn Suleiman sagte, Shafi'i teilte die Nacht in 3 Teile. Ein Teil zum Schreiben, ein Teil zum Beten und der letzte Teil zum Schlafen. Und er lernte den Koran mit 7 Jahren auswendig und das Hadith-Band Al-Muwatta, wie wir schon erwähnt haben bei Malik, lernte er mit 10 Jahren auswendig. Und sein Lehrer Muslim ibn Khalid al-Zanji erlaubte ihm im Alter von 15 Jahren Fatwa zu erteilen. Imam Ahmed ibn Hanbal sagte, niemand hat jemals ein Tintenfass berührt oder eine Feder, ohne dass Shafi'i ein Verdienst oder Einfluss daran hatte. Der Madhab von Shafi'i durchlief 2 Phasen und deshalb gibt es den alten Madhab und den neuen Madhab, also die alte Rechtsschule und die neue Rechtsschule, weil er so viel von verschiedenen Schulen und Gelehrten lernte. Und die beiden Phasen sind in seinem Leben entstanden. Also er hat gelebt in diesen Phasen. Und der alte Madhab war in Bagdad und dort schrieb er die Bücher in Fiqh und Usul. Und der neue Madhab in Ägypten und dort hat er einige der alten Bücher neu verfasst, da er dort zu neuen Urteilen gelangt ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass er den kompletten Fiqh von Bagdad aufgehoben hat. Nun kommen wir, wie oben eingeblendet, zu den Phasen des Madhab, wie schon bei den anderen Madhahib auch erwähnt, ist der Madhab von Imam Shafi'i in 3 Phasen unterteilt. Und die erste Phase ist die Gründung. Und diese Phase umfasst die Arbeit von dem Imam selbst und seinen direkten Schüler. Das bedeutet, es war also Al-Shafi'i und er schrieb und das ist das fundamentale Werk. Und er war der Erste, der ein Buch über Usul al-Fiqh schrieb. Dann gab es noch den Gelehrten al-Buwaiti und dann gab es noch Arabi al-Muradi. Und er, also dieser Arabi al-Muradi, er hat das Buch überliefert. Und dann gab es noch al-Muzani. Und dann kommen wir zur zweiten Phase und das ist die Phase der Entwicklung und der Verbreitung. Und in dieser Phase spaltet sich die Überlieferung und Methodik in 2 regionale Schulen auf. Die Schule der Iraker und die Schule der Khorasan. Und dort ist unter anderem Ibn Surayj und er schrieb Al-Mukhtasar, dann Al-Qafal, er schrieb Al-Kabir, dann gab es noch Al-Isfaraini und er schrieb Al-Sajir,
Dann gab es noch Al-Mawardi und er schrieb Al-Hawi und es hat alle Fragen der Madhab umfasst. Dieses Buch, was Al-Mawardi geschrieben hat, hat alle Fragen der Madhab umfasst. Dann gab es noch Imam Al-Haramain Al-Juwayni und er schrieb Aniyat Al-Matlab. Und dann gab es noch Ash-Shirazi und er schrieb Al-Muhadhab, also ein Fiqh-Buch. Und dann gab es noch Al-Ghazali und er schrieb Al-Wasit. Und dann kommen wir zur dritten Phase und das ist die Phase der Bearbeitung. Und in dieser Phase wurde der Madhab komplettiert, wie wir ihn heute kennen. Und dort wird es unterteilt in zwei Bearbeitungen. Die erste Bearbeitung ist, dort waren die Gelehrten Al-Rafi und er schrieb Al-Muharrar und der zweite war Al-Nawawi und er schrieb Mihaj at-Talibin. Und wenn diese zwei übereinstimmen, wurde es angenommen. Also wenn diese zwei Gelehrten übereinstimmen, wurde es angenommen. Und dann gab es die zweite Bearbeitung und dort waren die Gelehrten Ibn Hajar al-Haytami, und er schrieb Tuhfat al-Muhtaj. Und dann gab es noch Al-Ramli und er schrieb Niyat al-Muhtaj. Und durch diese zwei war der Madhab dann komplett und ist so, wie wir ihn heute kennen. Möge Allah uns Nutzen daraus ziehen lassen. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.